Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ihr seht hinter mir den großen Parkplatz in Hintergschwend-Eigen. Ich gehe heute nochmal nicht auf die Kampenwand, sondern ich werde heute mit euch die Kampenwand umrunden. Das heißt, wir gehen jetzt rauf über die Schlechtenbergalm und dann zur Sonnenalm rauf, da wo die Bahn ankommt, und verschwinden aber dann hinter der Kampenwand und gehen einmal gegen den Uhrzeigersinn um die Kampenwand rum. Das bin ich selber schon mal gegangen, das ist aber schon ewig her. Und das ist eine ganz gemütliche Rundwanderung. Soweit ich weiß, hat man gar keinen Stein drin, wo man aufsteigen muss. Ist also auch für die Leute geeignet, die nicht so gern mit den Händen irgendwo sich abstützen oder aufklettern wollen. Auf geht's! Ich bin gerade im unteren Teil von dem Steig, den die meisten von euch sicher schon kennen. Wer sich den Teil genau anschauen möchte, da blende ich euch rechts oben Infokarten ein. Das ist ein Verweis auf ein bisschen älteres Video. Dann könnt ihr euch den Weg von unten weg anschauen. Das Video geht jetzt erst weiter bei der Abzweigung, wo man rechts zur Schlechtenbergalm, Gorialm und so weiter rüber geht. So, das letzte Mal habe ich gesagt, wir gehen an dem Abbiegepunkt vorbei. Heute stehen schon ein paar Leute hinter mir. Wir gehen jetzt, zeige ich gleich vorwärts, rechts über die Schlechtenbergalm weiter. Wir haben das kurze Stück Waldweg schon hinter uns und kommen jetzt raus an eine ganz interessante Stelle, die jetzt im Frühjahr, Sommer und auch im Herbst rein normal kein Problem ist. Aber sobald Schnee liegt und einmal Wind gegangen ist, verfrachtet es in das jetzt schon, nicht besonders steile Stück, verfrachtet sehr viel Schnee da rein. Und dann ist es da links rauf eine ziemlich steile Wand. Meistens steigt man dann am Anfang gleich links rauf, ziemlich steil, und muss halt immer aufpassen, dass man nicht abrutscht, sonst liegt man da unten in die Bäume drin. Das geht ungefähr bis da vorne zu dem Stückel, wo man jetzt einen Weg gerade noch so sieht. Der andere Weg, südlich vom Sulten, der ist aber vor dem Sultensattel mindestens genauso steil, wenn der Schnee drüber gewahrt ist, und auch mindestens genauso gefährlich, weil da kann man noch deutlich weiter abrutschen, wenn man da mal irgendwo einen Halt verliert. Wir sehen runter auf Aschau und da drüben auf dem Riesenberg bis zur Hochries im Hintergrund, und davor ist die Zellerhornrunden. Die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ist vielleicht auch nicht die Runden für jedermann. Das ist ziemlich naturbelassene Kraxelei, ohne großartig Seil, und das eine Stück als Seil, das drin ist, das hängt ganz schön durch. Aber für Kenner, für Leute, die sich eben da auskennen, die den Weg kennen, ist es immer wieder schön. Und da sehen wir schon rüber ins Skigebiet von der Kampenwand und auf die, da kann ich mal nicht sehen, Gorialm. Ist das jetzt, den wir sehen? Hier sind auch schon wieder herum. Und jetzt geht es dann eine leichte Linkskurven, dann sehen wir zur Schlechtenbergalm rauf. Wie ich euch schon gesagt habe, man sieht einmal zum Liftstöbel runter, da drüben die Gorialm nochmal. Und da ist die Schlechtenbergalm, von der ich geredet habe. Und wir gehen dann ja weiter rauf einen Steig hinterm Staffelstor weiter
ist ja dann die Sonnenalm hinten. Und da beginnt dann für uns heute der Weg südlich der Kampenwand. Gehen wir dann gegen Uhrzeigersinn heute mal um die Kampenwand rum. Das ist bis jetzt der einzige Schorn am Weg, den ich nach dem Hochwasser heute gesehen habe. Das hat mich eigentlich schon gewundert, weil ich habe heute damit gerechnet, dass das Wasser auch da am Berg gescheite Spuren hinterlassen hat, nach dem Starkregen, den wir jetzt gehabt haben. Ich gehe heute ausnahmsweise mal ein Stück auf der Straße rauf, und zwar bis zur Storlingalm, weil ich möchte die Runden um die Kampenwand an der Storlingalm anfangen. Natürlich werden es die meisten, wenn sie mit der Bahn rauffahren, eher von der Sonnenalm aus starten, aber ich glaube, das Stückerl kann man sich so auch vorstellen. Später werde ich dann da nochmal zurückgehen zur Schlechtenbergalm und heute da einkehren. Ich kann euch jetzt schon sagen, richtig guter, selber gemachter Almkäse und eine schöne halbe Bier dazu. Dann hat man auch eine schöne Aussicht und es geht halt nicht ganz so zu wie an der Storlingalm, wo ich ja letztes Mal eingekehrt bin. Und schon sind wir am Sultensattel herum, heute mal von der anderen Seite. Wir gehen jetzt also jetzt links auf den Sulten und rechts, okay, heute schon Polizei herum. Geht's rauf zur Storlingalm und dann packt man die Kampenwand heute mal außen rum. Wir kommen gerade rauf zur Storlingalm und gehen rechts rüber über den Panoramaweg zum Staffeltor, den wir ja von unten schon mal gesehen haben. Die Scheibenwand, da waren wir auch schon. Das war ein ziemlich wilder Abstieg runter, bis zur Bergstation von der Kampenwandbahn. Wir gingen jetzt fast so weit rüber und biegen aber vor der Sonnenalm links ab. Kurz bevor wir zur Kampenwandbahn rüberkommen und zur Sonnenalm, geht es für uns schon links runter. Und zwar steht da angeschrieben Richtung Mühlau-Schleching über Steinbergalm. Und da ist wichtig, alpine Erfahrung, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit ist erforderlich. Das soll man auf dem Weg mitbringen, wenn man den gehen möchte. Jetzt schauen wir uns mal an, dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Da geht es jetzt ein Stück bergab für uns. Und obwohl da oben jetzt gerade ganz deutlich der Tourismus gerade raufgefahren ist, sprichwörtlich mit der Kampenwandbahn, ist er da schon wieder weg. Man merkt überhaupt nichts davon. Und es ist kein einziger Mensch weit und breit. Also kann man an der Kampenwand schon auch noch Touren gehen, wo es ruhiger ist. Man muss halt da gehen, wo der normale Wanderer oder Tourist nicht gern hingeht. Weil einer die Wege sowieso eher zu schwierig sind, die meisten Leute, was auch vernünftig ist. Weil man halt einfach, wenn man solche Steige geht, Übung mitbringen soll.
Wir sind jetzt noch nicht lang bergab unterwegs und da sieht man es, man muss aufpassen, dass man nicht den Weg weiter runter geht, den man da ganz schwach sieht, da unten. Da geht es eben zur Mühl auch runter. Es ist aber der Weg, der darüber führt, auf den wir gehen, stärker sichtbar und besser sichtbar, also dass man aus Versehen runter geht. Ist unwahrscheinlich. Trotzdem aufpassen, kurz nachdem wir da links runtergegangen sind, muss man sich eben links unterhalb der Kampenwand halten. Das ist ein Weg, wo es nicht ewig lang bergab geht, sondern es geht dann einmal flach, es geht ebenso leicht bergauf, bergab, südlich der Kampenwand rüber, wieder Richtung Ostgipfel, den wir dann eben auch von der Südseite ja das letzte Mal raufgegangen sind, wie ich euch den Weg über die Hochplattenschatten raufgezeigt habe. Ich muss sagen, der Weg ist heute noch teilweise ganz schön rutschig und ich werde in meiner Liste, die meinen Kanal begleitet, in Touren von Rucksacktaxi, werde ich den Weg empfehlen für auf jeden Fall 2 Tage, nachdem es geregnet hat. Und nicht so wie es bei uns jetzt war, dass es gestern noch geregnet hat. Das ist noch nicht abgetrocknet und man muss teilweise aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Wir gingen eben immer so unter dem Langzonger Rücken von der Kampenwand. Und der Weg, man kann sagen, dem bergauf, bergab, dem macht der Weg wirklich alle Ehre. Es wird wirklich permanent rauf und runter, wie durch einen Dschungel aus Latschen, führt er uns entlang der Kampenwand Richtung Ostgipfel. Immer wieder so, ja doch, ganz schöne Steigungen herin und dann auch wieder mal runter. Und teilweise ist es wirklich so, es ist heute eigentlich noch, sage mal, 1 bis 2 Tage zu früh. Man muss manchmal echt aufpassen, weil es so bis knöcheltief ist und halt richtig rutschig. Es ist aber machbar. Man muss halt wirklich sehr konzentriert bleiben. Und ich sage einmal, heute ist eine gute Schuhsohlen was wert. Natürlich sieht man einmal südlich raus. Das Elmarer Tor ist offen, aber man sieht schon, das ist die Höhe, wo die Wolken drin hängen heute. Mein zeitliches Limit ist heute auf 3 Nachmittag, 4 maximal festgelegt, weil ab 5 oder 6 sind Gewitter angesagt. Und da bin ich deutlich vorher unten. Ein Gewitter am Berg habe ich dick. Und wir kommen gerade raus und sehen einmal von der anderen Seite hinauf zum Kreuz vom Kampenwand Ostgipfel. Sind natürlich auch Leute um. Ich komme heute einmal nicht rauf, weil, wie ich schon angekündigt habe, ich möchte es heute einfach mal umrunden. Als Wanderung, ohne Gipfel und dafür auch nur mit kurzen Berührungen von dem ganzen Massenauflauf, der da stattfindet. Das kann man sogar an der Kampenwand umgehen. Ich habe jetzt insgesamt, da kann ich mal nicht sagen, 6 Leute getroffen. Da links ging es wieder in den Kampenwand Oststeig, den wir vor kurzem miteinander gemacht haben.
oder gleich da rechts gehen wir jetzt weiter zur Hochplatten. Da oben haben wir für heute den nächsten Punkt erreicht, an dem wir links runtergingen, wo wir wieder zur Hochplattenschatten käme. Wir gingen heute drauf vorbei, nur ein bisschen weiter runter und dann um die Kampenwand rum. Da sieht man ganz gut den Südoststeig rauf zur Kampenwand und das obere Stückel, wo man eben dann raufklettern muss. Da ginge es also jetzt rauf zur Hochplattenschatten. Das ist seilgesichert, ihr wisst es vom letzten Mal. Heute mache ich aber was anderes. Ich möchte heute einmal die einfachere Variante der Umrundung zeigen. Und darum gehe ich jetzt da rechts runter. Da geht es zwar dann auch relativ weit unten um den Ausläufer von der Kampenwand rum und dann nur mehr leicht bergauf zur Storlingalmlauf. Aber eben deutlich einfacher. Man hat kein Seil drin und man muss nicht klettern. Jetzt schauen wir uns den Weg einmal an, ob er auch rutschige Steine hat oder ob er da herum, was eigentlich logisch ist, mehr schotterartig ist. Es war nichts Besonderes mehr auf dem Steig. Und jetzt fühlt man sich fast wie in einer anderen Gegend. Bis wir rüberschauen, mit direktem Blick auf die Gederer Wand und im Hintergrund ein Chiemsee. Dann wissen wir, im nächsten Moment schauen wir auf den Sulten rüber. Da wird man das Kreuz kaum sehen, das verschwindet zwischen den fast gleich hohen Bäumen da drüben. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir es ein bisschen näher her. Naja, vielleicht sieht man es ganz leicht schemenhaft. Und da geht es jetzt, was unser Runden angeht, schon in den Endspurt zur Storlingalm. Wenn ich so ein bisschen ein Fazit ziehe von dem Weg, dann muss ich sagen, ja, ich habe es ja unterwegs schon zweimal erwähnt, 2 Tage sollte man schon warten, wenn es geregnet hat. Es ist doch richtig viel Wasser unterwegs. Teilweise laufen so kleine Rinnsale runter, die man normal gar nicht sieht. Und es sind halt einige Stellen weich gelaufen, obwohl da wirklich brutal wenig Leute unterwegs sind und man hat wirklich fast komplett seine Ruhe auf dem Weg. Man hat nicht das Gefühl, dass man an der Kampenwand unterwegs ist, die ja normal stark frequentiert ist. Wir gingen gerade auf die Kapellen neben der Storlingalm zu, wo sich für uns der Kreis schließt mit der Runden, die wir heute gemacht haben. Man sieht von da schon Leute, die in der Wiesn sitzen oder liegen und einen ruhiges Platz gefunden haben. Man sieht schon wieder viel mehr Leute da und kann es fast nicht glauben, dass man am selben Berg unterwegs ist. Die Tour war gar nicht so extrem schwierig, aber merkt euch das Thema, es muss wirklich trocken sein. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.